Hallo, ich freue mich, dass wir heute zusammen mit Hadi das Thema Schwimmen für Hunde aus physiologischer Sicht ein bisschen näher beleuchten dürfen. Ich finde, das ist ja vor allen Dingen im Sommer immer ein ganz spannendes Thema, weil man glaubt, seinem Hund mit dem freien Schwimmen auch was Gutes tun zu können. Aber auch generell steht ja immer wieder so die Frage im Raum, ja, tue ich meinem Hund tatsächlich mit dem freien Schwimmen etwas Gutes? Ich finde aber, bevor wir das tiefgründiger beleuchten, für alle, die gerne mal auch dahinter schauen wollen, um zukünftig auch herausfinden zu können, ist das Schwimmen was für meinen Hund? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen, würde ich dich bitten, Hadi, dass du dich doch nochmal vorstellst. Ja, also mein Name ist Hardy Keller. Ich bin Physiotherapeut, Chiropraktiker, Osteopath für Tiere, insbesondere für Hunde, Katzen und Pferde und habe mit der Corinne zusammen das Kompetenzzentrum für Tier und Mensch, wo wir auch in diesen Berufen ausbilden. Ja, und Corinne, das bin ich. Und ich freue mich und ich darf das sicherlich auch sagen, weil ich mitwirke, dass wir dieses Jahr auch wieder zwei ganz tolle Ausbildungen am Start haben. Das ist einmal eben, wie du schon sagtest, unsere Tierphysiotherapeutische Ausbildung für Hunde und Katzen und ganz neu in diesem Jahr gestartet unsere Ausbildung für Hundetrainerinnen und auch angehende Hundetrainerinnen, die sich eben für Gesundheit ein bisschen mehr interessieren, die Bewegungsauffälligkeiten erkennen wollen und das eben auch für ihr Training nutzbar machen möchten, damit sie halt einfach nicht im Training noch Probleme, die körperlich bei Hunden ja bestehen, noch verschlimmern. Ganz tolle Sache und macht auch schon ganz viel Spaß, weil wir mit der ersten Staffel schon gestartet sind. Aber genug dazu. Wir wollen zurück zum Thema, was man eben auch schon in unseren Hintergrundbildern sieht, eben zurück zum Schwimmen. Und ich kann mir vorstellen, Hadi, dass wenn jemand zu dir kommt und sagt, Schwimmen, ich gehe in den Urlaub mit meinem Hund und freue mich schon riesig darauf. Da gibt es einen See in der Nähe und ich werde meinen Hund da täglich baden lassen. Wie reagierst du darauf? Was sagst du dazu? Also ich freue mich natürlich erstmal dafür, wenn Kundschaft in den Urlaub gehen darf, ja, und ich freue mich natürlich auch für das Rauzieh, wenn es dann mal ein bisschen planschen darf. Aber ich versuche das ein bisschen differenziert zu sehen und sage dann natürlich schon mal das eine oder andere und erkläre den Leuten dann vielleicht auch, was sie auch dann im Urlaub achten sollten. Weil per se die Aussage, Schwimmen ist toll für Hunde und gut für Hunde, würde ich jetzt einfach nicht per se unterschreiben. Und da hake ich gleich ein, weil ich will jetzt erst mal wissen, was ist denn das Positive? Weil wenn ich schon in den Urlaub fahre, dann bin ich ja positiv gestimmt und möchte meinem Tier auch was Gutes tun. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Unter welchen Bedingungen ist denn Schwimmen für meinen Hund passend? Also gehen wir mal davon aus, dass man einen gesunden Hund hat. Das heißt, einen Hund, der keine Bewegungsapparatsprobleme hat, der nicht irgendwie gerade frisch operiert worden ist, der nicht zu jung ist, also im Welpenalter jetzt oder ein Senior ist, dann hat man, glaube ich, schon viele Faktoren, sage ich mal, ausgeschlossen. Und dann ist das Schwimmen als solches auf jeden Fall schon mal nicht schlecht beziehungsweise schädlich, wenn man dann noch ein paar Dinge beachtet. Zum Beispiel die Wassertemperatur. Ja? Wenn jemand an den Badesee geht und der Badesee, der ist halt ein Bergsee, sage ich mal, und der Bergsee hat gerade mal 10, 12 Grad, ja, dann wird es halt schon ein bisschen kritisch mit dem Stoffwechsel, auch in den Gelenken, mit dem Abtransport von Schlagstoffen, Abbauprodukten und so weiter, im Muskelstoffwechsel. Ja, das hat so eine zusammenziehende Wirkung dann auch. Und deswegen sage ich immer, so eine Wassertemperatur sollte beim Baden wenigstens 20 Grad haben. Okay, das lässt sich ja zumindest im Sommer ganz gut einrichten, aber es zeigt eben auch, vielleicht sollte man da im Herbst oder im Frühjahr, dann Winter sowieso, ein bisschen vorsichtiger sein, seinen Hund da ins kalte Nass hüpfen zu lassen. Vor allen Dingen dann, wenn es natürlich ein bisschen tieferes Gewässer ist oder eben auch fließendes Gewässer. Es wird dann sicherlich recht schnell unterschätzt. Jetzt haben wir was zur Wassertemperatur gehört, auf die wir achten sollen. Gibt es noch was, was du sagst, was man noch beachten sollte? Ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht auch nicht unbedingt so produktiv, den Hund mal gleich 20 Minuten ins Nass zu schicken zum Dauerschwimmen. Genau. Also ich gehe jetzt auch mal davon aus, oder wir müssen halt auch manchmal dran denken, dass es natürlich auch jemanden gibt, der es vielleicht zum ersten Mal mit seinem Hund in Urlaub geht, der sich da so freut und sagt, ah, wir haben einen See, wir haben das Meer, wir können da schwimmen gehen und so weiter. Das heißt, das ist ja schon eine Mehrbelastung für den Hund, als was er vielleicht normalerweise durchs tägliche Gassi gehen eigentlich gewohnt ist.
Ja, deswegen würde ich da auch relativ langsam anfangen. Ja, vielleicht mit 2, maximal 5 Minuten, wo man dann einfach sagt, wir machen mehrere Pausen. Schau, dass der Hund dann auch sicher aus dem Gewässer wieder raus kann, dass der nicht irgendwo ausrutscht, ne? Solche Dinge. Und ja, vielleicht komme ich auch später nochmal auf das Thema Schwimmweste, weil da hole ich immer ein bisschen mehr aus. Ja, Schwimmweste ist auch noch so ein Thema. Und ich glaube, da hat man schon mal ganz wichtige Punkte. Ich finde auch, dass gerade was du ansprichst mit der Sicherheit, ne, mit den Böschungen, ich glaube, das wird auch oft unterschätzt, dass ein Hund, der dann in so einen Wassergraben oder so springt, dann halt auch eben wieder rauskommen muss und dass man da vielleicht dem Hund auch im Vorfeld zeigt, wo kommst du denn wieder raus und zwar leicht, dass der sich nicht mit kompletter Kraft und den Vordergliedmaßen nach oben ziehen muss. Ich kann mir auch gerade vorstellen, das ist weder für die Gelenke gut und wenn dann der Hund doch in irgendeiner Form eine Problematik hat, die von mir als Hundebesitzerin unterschätzt worden ist, dass das nicht unbedingt so toll ist, ne? Genau, weil du hast ja bei der Böschung manchmal das Problem, dass da vielleicht auch Äste oder Wurzeln rausstehen oder halt irgendwelche Steine, beziehungsweise manchmal auch unterhalb der Wasseroberfläche vielleicht Dinge, die man jetzt aufgrund vielleicht einer leichten Trübung gar nicht so sieht, ne? Und wo der Hund dann mit dem Brustkorb oder auch mit dem Hals dann irgendwo hängen bleibt. Deswegen ist da mit Sicherheit am Anfang, bis man auch die Sicherheit hat, selbst zu wissen, ist das für meinen Hund überhaupt etwas, kommt er da gut wieder raus, mit Geschirr und Leine natürlich, wo man ihn dann auch unterstützen kann. Ne? Mit Sicherheit für den Anfang eine ganz gute Geschichte. Ne? Finde ich auch einen guten Aspekt, gerade wenn man eben in so einem, ja, unzugänglichen Gebiet ist und seinem Hund eine Freude gönnen möchte und ihm da nicht raushelfen kann, weil man eben die Leine, die Schleppleine nicht dran hat oder das Geschirr nicht und man kann mal selber hinterher springen. Und ja, ich finde es auch schwierig, ne, was du sagst mit dem trüben Wasser. Ich sehe sehr oft Hunde, die da dann mit purer Freude ins trübe Nass springen und habe dann immer Herzklopfen, wenn ich sowas sehe, weil es einfach nicht gegeben ist, ne, mit Sicherheit sagen zu können, dass da eben kein Ast oder kein Stein sich in diesem trüben etwas dann befindet. Das finde ich auch nochmal einen sehr wichtigen Hinweis. Ich Ja. kann mir aber auch vorstellen, das, was du eben auch gesagt hast, ne, ich wiederhole es nochmal, Temperatur, dass man eben aufpasst, wie alt ist der Hund, ne, es betrifft Welpen wie Senioren, dass es aber auch sicherlich sinnvoll ist, sich bewusst zu sein, wenn ich jetzt sage, ich tue meinem Hund körperlich was Gutes, dass ich da wirklich nochmal genau drauf schaue. Und ich habe gedacht, wir gucken uns vielleicht mal ein Video gemeinsam an, nicht nur vielleicht, wir tun das garantiert. Mhm. Und dann kannst du vielleicht oder ganz sicher beschreiben, wie der Hund sich bewegt im Vergleich zur Bewegung an Land. Vielleicht deswegen wichtig, weil das höre ich sehr oft. Ich möchte meinem Hund muskulär stärken, unterstützen, Strukturen festigen und da nochmal genau drauf zu schauen, denke ich, ist das sehr wertvoll. Hadi, Genau, hast du Lust, dass wir uns mal so ein Video, was ich mitgebracht habe, anschauen? genau. Dann schauen wir das Video an. Ich kommentiere dazu und vielleicht habe ich dann im Nachgang noch den einen oder anderen Perfekt, Hinweis. lass uns das tun. So, wir schauen jetzt uns ein Video an mit der Kamera unter Wasser und können so auch ganz gut die Bewegungen des Hundes unter Wasser verfolgen. Und Hadi, du darfst gleich mal loslegen und uns beschreiben, dass wir einfach sehen, was da unter Wasser vor sich geht. Ja, also wie gesagt, man sieht hier einen Hund, der schwimmt. Man sieht an den Vordergliedmaßen, wie die Pfoten immer so ein bisschen mehr nach innen gehen und er nach außen rudert. Man sieht an den Hintergliedmaßen auch, dass der Hund die Gliedmaßen immer sehr stark beugt im Bereich des Knies und so ein bisschen nach hinten wegstrampelt, ja. Aber man sieht auch, denke ich, an der Hintergliedmaße, dass sie relativ breit ist, also das heißt breit auseinander. Also so wie wir, wenn wir Brust schwimmen würden, auch. Ne? Also das heißt, was wir hier sehen, und da komme ich nachher noch bestimmt auch nochmal drauf, ist es jetzt nicht so, wie der Hund sich normalerweise an Land bewegen würde. Und man sieht, wenn der Hund seitlich vorbeischwimmt, auch so ein bisschen, man sieht es jetzt gleich nochmal, wenn das Video so läuft, so ein bisschen das Hohlkreuz, ja, und dass die Halswirbelsäule, natürlich, da, weil er keinen eingebauten Schnorchel hat, weil er natürlich den Kopf da auch über Wasser halten muss, ja, sieht man natürlich auch hier, dass die Halswirbelsäule etwas überstreckt ist. Genau.
Jetzt gerade, wo du es erklärst, ich lasse das Video auch noch mal laufen auf meinem zweiten Bildschirm. Ähm, Die Bewegung der Hintergliedmaße finde ich da sehr auffällig, auch im Vergleich zum Gehen. Die befinden sich ja im Grunde genommen gar nicht unter dem Körper. Und um zu meiner Frage zurückzukommen, ne, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne meinem Hund was Gutes tun, wird ihn eben in Bezug auf die Hintergliedmaße oder auch in Bezug auf die Rückenmuskulatur stärken wollen, da wird es ja schon problematisch, ne? Genau, es ist jetzt die Frage, hat der Hund natürlich auch Bewegungsapparatsprobleme oder ist er komplett problemfrei? Weil ich natürlich jetzt, wenn ich das vergleiche zu der Bewegung an Land, habe ich jetzt natürlich, ich sage mal vorsichtig, so ein bisschen ein Strampeln hinten, ja, und vorne auch so ein Paddeln. Das heißt, der Hund bewegt seine Gliedmaßen jetzt nicht so, wie er das normalerweise an Land tun würde, wenn ich nenne es jetzt mal so, wenn er über einen Gehweg laufen würde, ja. Das heißt, der schwimmt anders. Das heißt, er hat auch sogenannte Scherkräfte in den Gelenken. Ja, das heißt, die Gelenke werden jetzt anders bewegt und er muss ja gegen diesen Wasserdruck arbeiten. Na klar, das stärkt natürlich schon auch Muskulatur. Ja, und wir haben natürlich durch das Wasser, durch den Auftrieb eine Entlastung vom Gewicht. Ja, das heißt, wir haben, was man immer wieder hört, eine Entlastung der Gelenke. Die bezieht sich aber eher auf das Gewicht. Ne? Weil die Bewegung, die seitlichen Scherkräfte, die sind ja jetzt etwas sogar verstärkt. Und wenn ein Hund schon Probleme hat in den Gelenken, kann es durchaus hier auch zu mehr Schmerzen kommen. Vielleicht sogar in der Verbindung mit dem etwas kühleren Wasser. Ja, Leuchtet ein. Und ich finde es einfach auch nochmal spannend, da zu betonen, dass die Strukturen, die ich zum Beispiel gerne kräftigen möchte für meinen Hund in der Bewegung an Land, nicht die Strukturen sind, die ich jetzt eigentlich durch das Schwimmen kräftige. Das habe ich schon so richtig verstanden, ne? das ist korrekt, ja. Das heißt, ich kann sogar Strukturen beim Schwimmen mehr belasten als an Land unter Umständen. Ja, Das heißt aber auch, wenn mein Hund gesund ist, dass ich eben auch aufgrund der Mobilisation durchaus dem Hund was Gutes tun kann, wenn ich jetzt vielleicht eben kein Dauerschwimmen betreibe, sondern immer mal wieder den Hund entsprechend mit vielleicht 2, 3 Minuten schwimmen lasse und da zur Mobilisation beitrage, zur Bewegungsfreude beitrage. Das kann dann schon auch positiv für den Hund sein, sofern er eben keine Probleme im Bewegungsapparat hat. genau. Das kann durchaus positiv sein. Hast du noch was, was du an dem Video erklären möchtest? Ansonsten kehre ich Ich würde nochmal zur tatsächlich weitergehen. Gemeinschaftsansicht zurück. Eine spannende Sache auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das einfach auch nochmal deutlich macht, wo die Unterschiede liegen zwischen der Bewegung an Land und eben auch der Bewegung unter Wasser. Und du hattest ja auch schon erwähnt, dass das durchaus eben durch den Auftrieb des Wassers als Entlastung betrachtet werden kann. Aber trotz allem muss ich die Wirbelsäule im Blick haben, die ja durchaus, wie du gesagt hast, gebogen im Wasser liegt, ne? Genau. Ja, und da komme ich jetzt im Prinzip auf das große Thema der Schwimmweste zu sprechen. Und da seien mir mal ein paar Sätze mehr gegönnt auf jeden Fall, weil das ist so ein ganz schwieriges Thema. Ähm, Wenn du magst, ich habe ein Video ja, von dir. Wollen wir uns das kann ich auch das mal Video. anschauen? Weil dann kannst du das vielleicht anhand des Videos nochmal visualisierter erklären. So, dann haben wir hier das Video mit dem Hund und der Schwimmweste. Ja, ein Hund mit Schwimmweste und man hat jetzt erst einmal ein relativ gutes Gewissen. Es gibt erst einmal manchmal meinerseits die Überzeugungsarbeit, überhaupt mit Schwimmweste zu arbeiten. Ich würde es generell empfehlen, aus den genannten Gründen, weil eigentlich das Ziel ist, dass die Halswirbelsäule eben nicht überstreckt wird und der Hund auch besser und gerade mit der Wirbelsäule im Wasser liegt. Ne? Wir hatten ja vorhin das vorige Video kurz gesehen, wie der Rücken so durchgehangen ist. Das haben wir jetzt im Prinzip damit eventuell vermieden. Ich sage bewusst eventuell, weil der Grundgedanke so einer Schwimmweste kommt ja wieder aus dem menschlichen Bereich. Und der Mensch nutzt eine Schwimmweste eigentlich nur dafür,
dass er Auftrieb hat, dass der Kopf über Wasser bleibt, also auch bei Bewusstlosigkeit, dass man nicht ertrinkt. Ne? So. Und wenn man jetzt zum Beispiel so eine Schwimmweste anguckt, dann ist es so, dass der Hund da oben einen relativ großen Auftriebskörper hat, das ist das orangefarbene, und unten drunter, also unter dem Bauch, zwei Gurte beziehungsweise einen breiten Gurt, der selber aber jetzt keinen Auftrieb mehr als solches gibt. Ja, das heißt, ich habe unter Umständen zwei Gurte, die jetzt im Brustbereich und auch im Magenbereich einfach nach oben ziehen und durch den Auftrieb eben an dem Hund ziehen. Das heißt jetzt aber nicht zwingend, dass die Wirbelsäule gerade im Wasser liegt. Ja, weil ich ja jetzt vorne und hinten einen Punkt habe, der jetzt nach oben zieht. Ja. Man sieht auch zum Beispiel an der Hinterhand, ja, also am Ende der Rettungsweste jetzt, wie sich dann doch der Rücken da hinten drunter bewegt, ohne dass die Schwimmweste quasi sich mitbewegt. Also wir haben da auf jeden Fall auch noch, sage ich mal, Luft, ja. Und der Auftrieb selber wird da nicht durchgehend gewährleistet. Ja, weil das sieht man nicht, weil es unter der Schwimmweste jetzt natürlich ist. Was Das aber zum Beispiel, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Mich hätte jetzt nur interessiert, ob es irgendwelche Punkte gibt, an denen ich eine optimierte Schwimmweste für meinen Hund auch auswählen kann. Oder kann ich es eigentlich letztendlich erst sagen, wenn mein Hund die Weste ausgetestet hat, ob die jetzt passend für ihn ist? Ja, also es ist tatsächlich da etwas schwieriger. Also im maritimen Bereich, in der Seefahrt, sage ich mal, gibt es natürlich auch tatsächlich für Tiere nochmal ganz andere Rettungswesten auch. Die sind aber deutlich hochpreisiger, muss man einfach sagen. Ja. Und ich würde natürlich darauf achten, dass ich nicht unten einfach nur zwei schmale Gurte habe, sondern Minimum ein breiteres Gewebeband mit Klettverschluss, wie auch immer, wo dann quasi auch komplett umschließt. Ne? Und ich würde dann auch schauen, dass die Weste, sage ich mal, sehr dicht auch am Rücken anliegt und eben nicht locker ist, weil dann habe ich natürlich einfach die Gewährleistung, dass das breite Band von unten nach oben zieht, ja, und das Auftriebsmittel wirklich oben auf dem Rücken auch komplett aufliegt. Ne? Klar ist es im ersten Moment so, es ist ja dem Hund viel bequemer, wenn er sich da frei drinnen bewegen kann, ne? Aber nee, ist es halt nicht. Und im schlimmsten Fall könnte er dann halt auch dadurch rausschlupfen. Ne? Und von der Länge her könnte die Weste, die der Hund jetzt hier anhat, für ihn ein bisschen länger sein, oder? Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen davon abhängig, vom Modell, von der Bauart natürlich. Wenn der Bereich unten an der Brust, am Bauch natürlich beim Rüden zu weit nach hinten geht, dann ist es unter Umständen beim Schwimmen natürlich auch unangenehm. Ne? Also von der Seite her. Ja, und dann ist es hinten auch abgehoben, wenn jetzt zum Beispiel der Bauchgurt in dem Bereich halt eben nicht weit nach hinten geht. Ja, Ja. ist spannend. Jetzt habe ich dich aber vorhin unterbrochen. Jetzt wollte ich da nochmal nachhaken. Weißt du noch, was du sagen wolltest? Ja, selbstverständlich, weil sieht man bei dem Video jetzt zum Beispiel fast noch schöner wie bei dem vorigen. Wir haben nämlich auch nochmal einen ganz großen Unterschied von der Bewegung an Land und zu Wasser in Bezug auf die Physik. Ja, wenn der Hund an Land läuft, dann haben wir eine Stemmkraft. Das heißt, der Hund stemmt sich ja vom Boden weg, also Stoßkraft. Ja, hier im Wasser und da wieder das Thema Gelenksbelastung im Hinterkopf. Ja, haben wir eine Zugbelastung. Das heißt, er führt ja die Gliedmaße nach vorne und zieht sich ja gegen den Wasserwiderstand nach vorne. Ja. Also das ist auch schon ein bisschen ein Unterschied und er muss natürlich auch gegen den Wasserwiderstand nach vorne arbeiten. Ja. Also wir haben definitiv hier eine andere Gelenksbelastung wie an Land. Jetzt bin ich fertig. Danke dir. Ich finde das sehr spannend, was du erzählst. Ich stopp da jetzt auch mal kurz die Freigabe. Ähm, Was ich oft höre von Kundinnen, wenn die jetzt im Urlaub waren, die sagen ja natürlich oft, mein Hund hat so viel Spaß am Schwimmen und haben so den persönlichen Eindruck, dass der Hund danach auch viel besser läuft. Ist das eher ein Bauchgefühl? Weil wenn ich das so alles Revue passieren lasse, was du so gesagt hast, wird ja schon sehr deutlich, dass das, was ich eigentlich damit kräftigen möchte für die Bewegung an Land, tatsächlich durch das Schwimmen nicht passiert.
kommt ein bisschen natürlich darauf an, hat der Hund wirklich Bewegungsapparatsprobleme und welche Art hat er dann? Ja, das müsste man dann im Vorfeld natürlich auch nochmal wirklich abklären lassen. Ja, ob das dazu geeignet ist. Und sicherlich habe ich auch immer wieder Leute, die kommen aus dem Urlaub zurück und sagen, oh, mein Hund läuft jetzt eigentlich sogar viel, viel besser. Ja, wir haben das und das gemacht und ich sage natürlich, ja, wir haben jetzt den Aspekt, man sieht seinen Hund jetzt wahrscheinlich sogar viel öfters, viel länger, ja, über 14 Tage, ja, und nicht vielleicht zu Hause, vielleicht seltener beim Gassi, man achtet nicht drauf, ja. Ähm, und der Hund, für den Hund ist es natürlich auch Spaß, ne? Es ist ja auch Wohlbefinden für den Hund. Ja. Das ist immer auch etwas, was ich immer sage, wenn es uns besser geht, dann können wir Kopfschmerzen halt auch viel besser verkraften. Und ich finde eben auch, das dürfen wir beim Hund nicht vernachlässigen. Emotionales Wohlbefinden ist die Basis eben auch, um mit körperlichen Themen besser zurechtzukommen und auch die Heilungskräfte anzustoßen, ne? Das, denke ich, ist ein wichtiges Thema. Und das, was du auch sagst, mit in Bezug darauf, dass man seinen Hund länger sieht, wenn dann vielleicht auch Probleme auftreten, das ist ja oft auch ein schleichender Prozess und wir gewöhnen uns sehr schnell an ein Bild. Dann kann es natürlich sein, dass wir das ein oder andere vielleicht auch gar nicht unbedingt wahrnehmen. Und ich kann mir vorstellen, wenn Leute zu dir in die Praxis kommen, ist es nicht immer nur positiv, ne? Es ist auch sicherlich, dass nach einem Urlaub der Hund aufgrund dessen, dass viel mehr gewandert wurde, ich will jetzt nicht vom Thema abweichen, aber eben vielleicht auch der Hund mehr belastet wurde, weil bestimmte Aspekte, die du genannt hast, nicht berücksichtigt worden sind, dass der Hund danach eben auch schlechter läuft, ne? Das kann durchaus passieren. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, er geht jetzt an den See oder auch ans Meer, ja, und der Hund ist vielleicht ein Nichtschwimmer, ja, der mag nicht schwimmen. Was für Ideen haben wir denn dann? Dann sage ich zum Beispiel, ja, am Strand entlang spazieren, so dass der Hund mit dem Bauch, mit der Brust im Wasser läuft, ne? Und sage ich dann aber dran denken, nicht zu lange, nur ein paar Minuten, ja, dran aufpassen, was haben wir für einen Untergrund. Wenn wir einen sehr weichen Sand haben, dann ist das zusätzlich Belastung, weil das dreht natürlich auch wieder an den Gelenken. Oder haben wir einen Kieselstrand, dann kann es auch sein, dass die Pfoten dann quasi da abweichen in der Gelenksstellung. Ja, dann ist es gut gemeint und dann ist es halt wie im Urlaub so oft, man läuft halt und dann 2 Minuten sind für uns halt nicht viel. Für den Hund können aber 2 Minuten mit so einer Gelenksbelastung natürlich dann auch wieder deutlich schlecht sein. Ne? Und Wasser wirkt ja natürlich auch anregend, erregend, steigert das Aktivitätslevel und wir denken dann, der Hund hat, ja, hat er wahrscheinlich auch große Freude daran. Aber im Grunde genommen ist die Problematik dieser erhöhten Erregung eben auch ein ja, gemindertes Bewusstsein, will ich mal sagen, für die Probleme, die der Hund vielleicht sonst eher zeigen oder auch spüren würde, ne? Weil der Spaß sozusagen das eben auch überlagert. Ne? Ja, ich meine, das kennen wir vielleicht auch vom Wandern, wenn wir mal so eine, sage ich mal, eine Strecke laufen, wo wir vielleicht auch mal das ein oder andere Mal wegknicken, ja, oder trotz guter Wanderschuhe, dann machen wir uns da vielleicht nicht so einen Gedanken drüber und am Abend tut dann auf gut Deutsch der Haxen doch weh, ja. Und so ähnlich ist es natürlich auch, hoch motiviert und nachher büßen wir's, ne? Also, genau, Ja. ja. Dann fasse ich nochmal zusammen. Du hast gesagt, wir müssen einfach erstmal für Sicherheit sorgen. Ne? Dass wir schauen, wo lassen wir unseren Hund ins Wasser. Wir müssen beachten, dass der Hund keine größeren Bewegungsproblematiken oder keine Probleme im Bewegungsapparat hat. Wir müssen ein bisschen auf die Dauer aufpassen, dass wir den Hund erst langsam daran gewöhnen. Wir sollten auf die Temperatur im Wasser achten. Wir wissen zwar, dass Schwimmen durchaus zur Mobilisation, auch zur Herz-Kreislauf-Thematik beiträgt. Aber wir müssen eben auch bedenken, dass ist das Wasser kalt, ist die Dauer zu ausgiebig, hat der Hund schon bereits Probleme, dass das freie Schwimmen nicht ohne ist. Und wenn wir unseren Hund generell was Gutes tun wollen, wir haben es vielleicht auch durch den Fachmann absegnen lassen oder die Fachfrau, dass wir eben bedenken, dass wir mit einer Schwimmweste rechnen sollten. Gibt es noch etwas, wo du sagst, da sollten wir ein Augenmerk drauflegen, da ist das Schwimmen einfach auch kontraproduktiv, weil ich mir auch vorstellen kann, dass jetzt auch Menschen zuschauen, die Hunde haben, die durchaus ein Problem
im Bewegungsapparat haben und vielleicht auch durch ihren Physiotherapeutin empfohlen bekommen haben, geh im Urlaub schwimmen. Weil das höre ich auch immer wieder und bin dann doch erstaunt, wenn ich höre, was die Hunde für eine Vorbelastung haben, dass sie das als Empfehlung mitbekommen. Ja, und nicht nur aus der Physio-Fraktion, also aus unserer manuellen Fraktion, sondern auch aus der veterinärmedizinischen Fraktion, ja. Es hält sich hartnäckig, dass Schwimmen gut ist. Diese Pauschalaussage, ja. Aber die Differenzierung ist halt tatsächlich wichtig. Und natürlich gibt es genügend Pathologien, also Krankheiten, Krankheitsverläufe, wo dann das Schwimmen eher kontraproduktiv sein könnte. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wirbelsäulenproblematik habe, die natürlich einfach sage ich mal, im hinteren Bereich, ja, Richtung Becken vorhanden ist und darauf beruht, dass das Becken abkippt, sage ich jetzt mal, ja, einfach gesagt. Oder wir können ja im Prinzip auch das Fachwort nennen, Cauda-Equina Kompressionssyndrom, ja. Das heißt, wir haben dann eine nervale Einschränkung in dem hinteren Bereich. Und wenn ich jetzt den Hund einfach schwimmen lasse, das kommt ein bisschen drauf an, was für ein Status diese Krankheit hat, dann kann es durchaus sein, dass gerade bei dieser Schwimmbewegung, die wir vorhin gesehen haben, unter Wasser, ja, dass das Becken im Prinzip durch diesen Wasserauftrieb natürlich und durch dieses Strampeln verstärkt abgekippt wird und da die Nerven zum Beispiel sogar verstärkt gereizt werden. Ja. Jetzt weiß ich ja, dass du ein Skelett hast und dass es möglich wäre, uns das am Skelett zu demonstrieren. Wie wäre das, dass wir uns das einfach mal ein bisschen besser vorstellen können, was du damit meinst, wenn das Becken abgekippt ist? Genau, und dann könnte ich auch noch was zu den Scherkräften an den Gelenken sagen. Sehr cool. Dann würde ich dich bitten, mal das Skelett auszupacken und wir schauen uns das gleich mal an. So, So, da ist der Hardy wieder am Skelett. Wir schauen uns das am Skelett am besten nochmal an, was du vorhin eben auch zur Cauda-Equina-Problematik genannt hast, eben in Bezug auf das Becken, wenn der Hund ja im Wasser schwimmt. Wie genau. sieht es unter dem Fell aus? Also wir wollen jetzt hier keinen Anatomie-Grundkurs machen, aber zum Beispiel Cauda equina, da befinden wir uns jetzt hier in dem hinteren Bereich hier. Und man muss sich es einfach so vorstellen, dass wenn ich jetzt die Wirbelsäule habe, dass ich jetzt hier einen Bereich beim Schwimmen unter Umständen auch so abkippen kann. Das heißt, hier am Becken gesehen, ja, die Gliedmaßen werden ja nach hinten rausgeworfen. Ja, das hat man ja bei dem ersten Video gesehen, wie der Hund im Wasser strampelt. Demzufolge wird auch das Becken unter Umständen stärker gekippt. Das, was ich jetzt hier so ein bisschen provoziere. Ja, so wäre es normal gestellt. So wird es beim Schwimmen gestellt. Dann würde auch der Bereich, der jetzt hier innen liegt, auch zusätzlich gekippt. Und dann könnte eine stärkere Kompression der Nerven auch stattfinden und eine stärkere Reizung stattfinden. Ne? Ganz allgemein kann man natürlich sagen, dass gerade mit der Unterstützung der Schwimmweste, ja, die jetzt hier oben plan aufliegt, die also wirklich auch Kontakt hat und mit einem breiten Band befestigt ist, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein Auftriebsmittel generell hat, dass natürlich die Wirbelsäule sehr stabil im Wasser liegt. Wenn ich einen Hund habe, der Wirbelsäulenproblematiken hat, also in den Verbindungen der einzelnen Wirbel untereinander, Spondylose, Spondylarthrose und so weiter und so fort, vielleicht auch Bandscheibenvorfallverdacht oder Bandscheibenvorwölbung. Die Liste kann man endlos weiterführen. Dann ist es halt sehr wichtig, dass die Wirbelsäule stabil gerade im Wasser liegt, beziehungsweise das vorher zu klären, ob das dann überhaupt geeignet ist. So, dann hatte ich auch noch kurz erwähnt, dass ich auf die Scherkräfte am Skelett eingehen möchte, auf die Scherkräfte bei den Gelenken. Und da habe ich jetzt mir einfach mal überlegt, wir machen das nur am Ellbogengelenk. Dann kann man sich das am besten vorstellen. Das Ellbogengelenk des Hundes befindet sich hier, ja, und das Ellbogengelenk ist eigentlich dafür ausgelegt, für diese Bewegung. Ja. Und wenn ich jetzt mir den Hund von dem ersten Video nochmal so ins Gedächtnis rufe, wie der im Prinzip hier am Paddeln war, dann hat der Hund natürlich durch dieses Paddeln auch eine gewisse Scherkraft. Das heißt, eine nicht physiologische Kraft, die hier in dem Ellbogengelenk wirkt, also auch eine seitliche Kraft. Und das ist jetzt nur ein Beispiel des Ellbogengelenks. Ja. Das heißt, das Ellbogengelenk wird
und die ganze Gliedmaße wird nicht so bewegt, wie der Hund physiologisch normalerweise an Land laufen würde. Kann mir auch vorstellen, dass es dann generell besser ist, wenn ein Hund eher im stillen Gewässer schwimmt als im Meer, wo wir ja dauernd dann auch eine hohe Bewegung haben durch die Wellen. Und auch selbst mit Weste kann ich mir da gut vorstellen, dass die Wirbelsäule eben nicht ganz so gut stabilisiert wird. Also gerade bei Wellenbewegungen, auch im Meer, haben wir natürlich da auch immer sogar, das kennen wir vielleicht auch, so eher eine schlagartige Veränderung, schlagartige Belastung. Ja, das ist definitiv auch ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf. Und dann haben wir natürlich auch, wenn der Hund eine Schwimmweste anhat, auch immer noch das Thema im Hinterkopf der Überbelastung aufgrund der Dauer. Und Überbelastung kann aber auch beim Meer beziehungsweise auch bei einem See passieren oder bei einem Fluss durch Strömung. Ne? Manchmal haben wir ja auch Strömungen, die sehen wir so gar nicht an der Wasseroberfläche. Die zehren natürlich auch an der Kraft. Ne? Also das ist auch so ein Thema. Das heißt aber auch generell, wenn mein Hund eine Bewegungsthematik hat, müsste ich mir sozusagen die Logik einfach vor Augen führen. Wie sieht es denn unter der Haut aus, unter dem Fell? Was passiert durch das Wasser mit dem Auftrieb? Wie schwimmt mein Hund tatsächlich mit oder ohne Schwimmweste? Und was bedeutet das für die Problematik, die mein Hund im Bewegungsapparat hat? Bei Spondylosen zum Beispiel, bei Arthrose, also dass zum Beispiel die Wirbel sich gegeneinander verdrehen können, dass ich mir bewusst bin, wenn mein Hund Gelenksprobleme hat, dass eben auch, wie du das eben auch erklärt hast, natürlich eine wesentlich höhere Belastung da drauf ist. Dass wenn ich im kalten Wasser mein Hund ins kalte Wasser schicke, dass das schädlich ist. Eigentlich mit einem vernünftigen Menschenverstand sollte mir dann klar sein, dass eben das Schwimmen nicht für jeden Hund die super ultimative Lösung ist oder ja gewinnbringend. Genau. Und wir haben auch noch weitere Aspekte, auf die ich noch mal ganz kurz gern eingehen würde, ist natürlich auch, wenn der Hund einen Apportel oder irgendwas durchs Wasser trägt oder empfangen hat, ja, dass er natürlich dadurch auch Wasser verschlucken kann, also Wasser aspirieren kann. Ne? Und da gibt es natürlich Rassen, die sind da natürlich eher dazu geneigt, dann Probleme zu haben, die vielleicht sowieso schon Atemwegsprobleme oder Atemnot haben, ja, rassebedingt. Ja. Das wäre noch so ein Thema, wo man halt auf jeden Fall auch noch mit beachten sollte. Und wo du gerade da so schön stehst und so prominent die Route zur anderen Seite gestreckt ist, kannst du vielleicht noch mal was zur Wasserroute sagen? Denn das ist ja auch ein sehr passendes Thema, was auch immer wieder auftritt, wenn ja der Hund eventuell zu lange schwimmen war oder eben auch vorbelastet ist. Ja, also die Wasserroute ist tatsächlich auch eine nicht selten vorkommende Geschichte. Ne? Hier, ich kann die Route hier abnehmen zum Demonstrieren. Sage ich mal, bei dem Hund würde jetzt die Route normalerweise in der Bewegung vielleicht auch so getragen werden. Bei einer Wasserroute wäre es dann im Prinzip so. Die würde dann tatsächlich einfach schlaff runterhängen und würde jetzt, während der Hund sich bewegt, ja, hier auch tatsächlich einfach nur hin und her pendeln durch die Bewegung, hätte aber, man sagt, kein Muskeltonus als solches, also keine Anspannung mehr. Das würde einem eventuell auffallen, wenn der Hund zum Beispiel zum Abkoten sich hinsetzen möchte, dass er nicht in der Lage ist, die Rute hochzuhalten, diese Rute wegzuhalten, beziehungsweise sich gar nicht erst hinsetzen mag. Warum? Es ist höchstgradig schmerzhaft. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo man relativ schnell tierärztlich reagieren sollte oder zumindest schmerzmittelseitig reagieren sollte, meiner Meinung nach. Super. Danke nochmal für den kleinen Exkurs, der ja durchaus was mit unserem Thema zu tun hat. Hast du noch was für uns am Skelett, von dem du sagst, das wäre nochmal gut hier erläuterbar? Ansonsten komm doch gerne wieder zurück zu uns. Dann komme ich wieder zurück. So, danke, Hadi, für den super spannenden Ausflug ans Skelett. Dann kann man sich das Ganze einfach auch noch mal besser vorstellen
Und ich kann mir vorstellen, es gibt einfach extrem viele Themen, die im Bewegungsapparat auftauchen können. Und wie bereits vorhin schon, als du am Skelett standest, gesagt, ich denke einfach, man muss seinen Menschenverstand einschalten, verantwortungsbewusst mit dem Schwimmen, mit dem freien Schwimmen umgehen und bei Unklarheiten oder Sorgen dann tatsächlich einfach auch mal den Fachexperten fragen. Und da stellt sich für mich natürlich auch immer wieder heraus, dass der Tierphysiotherapeut eine gute Anlaufstelle ist, um ja Gewissheit zu bekommen, ob das für das eigene Tier eine gute Idee ist und unter welchen Bedingungen es eine gute Idee ist. Und ich habe ja so ein bisschen Lust darauf bekommen, das therapeutische Schwimmen auch noch mal anzuschauen mit dir, weil ich mir vorstellen kann, dass du da auch einiges dazu zu sagen hast, gerade wenn man das mit dem Unterwasserlaufband vergleicht. Und ich werde noch ein bisschen Überredungskunst leisten und hoffe, dass unsere nächste Aufnahme sich diesem Thema mal widmen kann, damit man einfach auch da mal einen guten Eindruck bekommt, was sind denn die Vor- oder Nachteile vom therapeutischen freien Schwimmen und dem Unterwasserlaufband. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes und mindestens genauso füllendes Thema. Und ich würde sagen, wir setzen noch unter unser Video einen Link, dass man da einfach noch mal eine Checkliste hat für sich, um da auch noch mal die wichtigsten Punkte durchgehen zu können, auf was man achten sollte und wann das Schwimmen, ja, oder was das Schwimmen eben an Vorteilen bietet und wo es eben auch problematisch wird. Dann vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.